Ich hatte vor 3 Jahren eine schwere Depression. Und das hat nicht nur mich, sondern auch meine Frau und meine beiden Kinder sehr belastet. Ich habe auch heute noch depressive Episoden, aber als Familie geht es uns wieder besser. Es war aber ein langer und schwieriger Prozess und ich würde heute einiges anders machen, vor allem im Umgang mit den Kindern. Ich habe meinen Kindern lange nichts über meine Krankheit erzählt. Ich wollte sie schützen und hatte Angst, sie zu überfordern. Ich dachte, dass sie sich zu viel Sorgen machen, wenn ich mit ihnen über meinen Zustand rede. Als ich in die Klinik musste, haben mir die Kinder gesagt, ich sei ein paar Wochen fort. Und nach einer Woche hat meine Frau das Telefon von der Kindergärtnerin von meinem Sohn bekommen. Mein Sohn hat ihr gesagt, der Papi ist fort, weil ich nicht gefolgt habe. Und da habe ich gemerkt, dass meine Krankheit, ob ich das will oder nicht, meine Kinder auch beschäftigt und belastet. Meine Frau hat ihnen dann gesagt, dass ich eine Krankheit habe und sie mich in die Klinik besuchen. Mein Sohn habe ich dann zuerst mal ganz fest in die Arme genommen und ihm gesagt, dass ich ihn wahnsinnig gerne habe und ihn nie verlassen werde. Ich habe den Kindern erklärt, dass ich eine Krankheit habe, die mich extrem müde und traurig macht und habe ganz fest betont, dass das nichts mit ihnen zu tun hat. Ich habe ihnen auch gesagt, dass alle Kinder mal nicht folgen oder ein Seich machen, das vertragen Eltern, auch ich. Von dem wird niemand krank. Nach dem Besuch haben wir in unserer Familie kein Geheimnis mehr gemacht aus meiner Krankheit. Meine Frau und ich haben die Kinder ermuntert, uns Fragen zu stellen oder auch einfach zu erzählen, wie es ihnen damit geht. Das haben sie nicht sofort gemacht, aber mit der Zeit haben sie sich getraut und da habe ich gemerkt, was in diesen kleinen Köpfen alles vor sich geht. Meine Tochter hat zum Beispiel Angst gehabt, dass das, was ich habe, ansteckend ist. Mittlerweile ist es für mich ganz normal, über meine Depression zu reden. Am Anfang hatte ich aber recht Mühe damit. Ich habe zuerst gar nicht gewusst, wie ich einem Kindergärtner oder einer Primarschülerin meinen Zustand erklären soll. Zum Glück hat mir hier mein Therapeut sehr geholfen. Er hat mir Bilderbücher zu dem Thema empfohlen. Das hat es einfacher gemacht. Mein Therapeut hat mir auch gesagt, dass es wichtig ist, dass ich nicht von den Kindern erwarte, dass sie verständnisvoll auf meine Gefühlsschwankungen reagieren. Das war gar nicht so einfach. Als meine Tochter eigentlich so richtig hässig war und schon mich angeschrauen hat, die Nerven sind mit meiner blöden Depression, hat das schon wehgetan. Aber ich war auch froh, dass sie ihre Wut rauslässt. Und er hat auch gesagt, dass es okay ist, wenn sie mal traurig oder hässig ist, weil es bei uns nicht immer so einfach ist in der Familie. Ich kann allen Eltern, die psychische Probleme haben, nur empfehlen, offen mit ihren Kindern darüber zu reden. Manchmal ist eine Mutter oder ein Vater so krank, dass sie das nicht schaffen oder dass sie es selber gar nicht einsehen, dass sie krank sind. Aber auch dann wäre es wichtig, dass die Kinder Erklärungen bekommen und vor allem begreifen, dass sie nicht verantwortlich sind, wie es den Eltern geht. Am besten ist es, wenn sie jemanden aus ihrem engsten Umfeld haben, wo sie können und vertrauen, der mit ihnen redet und sie auch fragt, wie es ihnen geht. Erklärungen geben den Kindern Sicherheit und Orientierung.